Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute ist der Tag, an dem wir versuchen werden, mit dieser Maschine zu quilten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Heute werden wir unsere Maschine ölen, werden das Schwungrad noch einmal reinigen und wir werden ihr einen passenden Lederriemen aufziehen und dann geht's los, hoffentlich. Wir müssen noch alles genau einstellen, das kriegen wir hin. Bevor wir anfangen, möchten wir aber noch einmal unter die Maschine gucken. Nicht unter die Maschine, sondern unter den Tisch. Unter unserem Tisch haben wir unser Schwungrad und dieses Schwungrad haben wir bis jetzt noch nicht gereinigt. Das möchte ich einmal nachholen. Ich habe eine Zahnbürste, ich habe Reinigungsbenzin und WD-40. Los geht's. Zuerst einmal reiben wir das Ganze einfach nur. Ich dachte, jetzt wären gar keine alten Fäden mehr da. Ich weiß nicht, wo hier immer noch alte Fäden herkommen. Egal. Wir reiben das Ganze zunächst einmal ab. Wie kommt da ein Faden hin? Hey! Bei meiner Maschine dreht sich das Rad noch wirklich, Moment, sehr, sehr locker. Das heißt, ich werde das auf keinen Fall auseinanderbauen, ich werde das genauso lassen. Ich werde da jetzt noch ein bisschen WD-6, ich werde da jetzt noch ein bisschen WD-40 zum Reinigen verwenden. Wir gucken, dass der Staub entfernt ist und dann können wir auch schon weiter. Nach dieser endgültig letzten Reinigungsarbeit möchten wir unsere Maschine ölen. Wir kippen unser gutes Stück einmal zurück und schauen uns das Ganze wieder von unten an. Und alle Schwungteile, die wir hier sehen, möchten wir regelmäßig mit Öl versorgen. So, und hier seht ihr so einen, wo ist er denn? Da, so einen kleinen Punkt, den hier. Und in diesen Punkt träufeln wir Öl. Das sind diese Löcher, die extra fürs Öl gelassen wurden. Damit das Ganze jetzt nicht ununterbrochen vor euren Augen hin und her wackelt und euch beim Zusehen übel wird, spannen wir das Ganze wieder ein. Wir suchen alle kleinen Löcher, die wir finden können, so wie dieses eine. Und nach jedem Ölen, bei jedem geölten Loch, lassen wir unsere Maschine arbeiten, damit sich das Öl gut verteilt. Hier haben wir ein Loch. Da spritzen wir es ein bisschen dazwischen, denn hier ist eine bewegte Stelle und wir finden kein Loch. Aber wir haben eine Bewegung, also sprühen wir ein bisschen Öl. Hier bewegt sich was. Überall, wo sich auch nur ein bisschen bewegt, möchten wir ölen. Unsere Maschine ist von unten geölt und wir können sie wieder zurückklappen. Ihr müsst einmal auf die andere Seite kommen. Ja, ich mache gerade alles kaputt hier. Und auch hier ölen wir. Wir hatten das schon geölt, wir erinnern uns an dieses Loch hier oben. Und denken daran, dass wir durch dieses Loch in der Maschine, durch dieses obere Loch in der Maschine, genau unser kleines extra Ölloch treffen können. Und von da aus verteilt sich alles ganz wunderbar. Wir entfernen diese Frontplatte und wer hätte das gedacht? Wir ölen. Hier ist wieder so ein kleines Loch. Wichtig. Hier ist ein Loch. Wichtig. Hier ist ein Loch versteckt. Wir kommen wieder von oben genau bis zu unserem Loch und können da ein bisschen Öl reinträufeln. Hier setzen wir ein bisschen Öl an den Hebel und wir verschließen alles wieder. Als nächstes kommen wir endlich zu unserem Riemen. Wenn eure Maschine
keinen Antriebsriemen mehr hatte und ihr müsst ihn neu ausmessen, so wie ich bei dieser Maschine, dann macht das Sinn, einen günstigen Riemen zu wählen. Denn es gibt keine Angabe dazu, wie lang euer Riemen tatsächlich idealerweise ist. Es gibt so ein von bis, so ein ungefähr, so könnte das klappen. Aber diese Maschinen wurden auf unterschiedliche Tische gestellt. Das heißt, wir haben immer einen unterschiedlichen Abstand von unserem oberen Schwungrad zu unserem unteren, wo bist du? Hier, großen Schwungrad. Das heißt, wir müssen das bei jeder Maschine individuell anpassen. Wir wählen einen Riemen. Unser Riemen hat ein Ende abgeschnitten, sonst gar nichts, und ein Ende mit einem Haken und einem Loch. Dieses einfach abgeschnittene Ende, das müssen wir anpassen. Wir lassen unseren Riemen zu Beginn genau so, wie er ist. Und so wie er ist, legen wir ihn auch einmal um unsere Maschine. Kommt mit, wir legen los. Hier ist unser Schwungrad. Hier ist diese Rille, durch die unser Riemen gezogen werden soll. Das heißt, wir spannen unseren Riemen einmal. Wir legen ihn locker genau in diese Schlaufe. Wenn wir jetzt gucken, Moment, dann sehen wir an dieser Seite 2 Öffnungen. Durch diese Öffnungen führen wir nun einmal unseren Riemen in die Maschine. Wenn wir das haben, kippen wir unsere Maschine einmal, so nicht, zurück. Oh, da liegt noch ein Schraubendreher. So. Und wir schauen einmal in den Kasten und wir sehen 2 Löcher. Und durch diese beiden Löcher führen wir unseren Riemen nach unten zum Schwungrad. So schaut das bis jetzt aus. Wir klappen unsere Maschine zurück und wir sehen uns erneut auf dem Boden wieder. Denn hier möchten wir nun unseren Riemen einmal um unser Schwungrad legen, aber nicht, bevor wir unseren Riemen nicht durch diese Öse gezogen haben. Einmal. Und wenn wir unseren Riemen zusammensetzen, achten wir darauf, dass unser Riemen hinter diesem Bügel liegt. Nicht, dass ich das jemals anders gemacht hätte. Wenn wir das haben, können wir hingehen und können sagen, wir setzen unseren Riemen zusammen. Wir können aber hier schon sehen, das Ganze wird viel zu eng. Das heißt, damit das nicht zu eng wird, nehmen wir einen zweiten Riemen mit einer passenden Öse und verlängern unseren Riemen. Ja. Wir brauchen also Löcher. Ich verwende dazu ein ganz simples Brettchen und eine Ahle. Unsere Verbindung soll genau in der Mitte vom Haken liegen. Das heißt, wenn wir das ausmessen, wäre das in etwa hier. Normalerweise mache ich das am Tisch. Wir nehmen unsere Ahle, unseren Riemen und wir bohren ein Loch. Hey, auf beiden Seiten. Und unsere beiden Seiten verbinden wir nun mit dem Haken. Wir richten das Ganze aus und an der ersten Seite klemmen wir unseren Haken richtig zusammen. Und wir haben eine stabile Verbindung. Und einen ewig langen Riemen. Das heißt, nun haben wir genug Material, um zu schauen, wie lang soll unser Riemen denn nun werden. Wir legen unseren Riemen einmal in das große Schwungrad, achten darauf, dass er auch in dem kleinen Schwungrad liegt. Achten darauf, dass wir das Ganze einfach nur mal anhalten. Schaut, wo seid ihr mit dem Finger? Wo treffen sich die beiden Enden? Das ist bei mir an dieser Stelle. Diese Stelle, die wir jetzt ausgemessen haben, da nehme ich ein bisschen von ab. Das Ganze schneiden wir einmal ab.
Wir schließen unseren Gurt auf die gleiche Weise, wie wir unsere Verlängerung eingesetzt haben. Und nun schauen wir uns unser Schwungrad an. Hier ist so eine kleine Mulde. Und in diese Mulde legen wir unseren Gurt. Und wir drehen unser Rad einfach mit diesem Gurt weiter. Jetzt spannt sich das Ganze. Wir sehen hier ist unser Gurt schon gespannt, obwohl er noch gar nicht auf dem Rad ist. Wenn wir jetzt weiter drehen, dann hören wir so ein jetzt so ein Pang. Und dieses Pang, das möchten wir hören. Dann wissen wir schon in etwa, dass unser Gurt die richtige Spannung hat. Unser Gurt hängt immer so ein bisschen wabbelig. Wenn der zu stark gespannt ist, wenn wir das zu gut meinen, dann wird unsere Maschine sehr schwergängig. Und das möchten wir nicht. So passt das. Und ich komme jetzt mal wieder hoch. Es ist nicht immer, dass man das auf dem Boden macht. Eigentlich nur beim ersten Anpassen mache ich das. Nachher hat man die exakte Länge und macht das Ganze ganz wunderbar sitzend vor der Maschine. Aber jetzt haben wir unseren Gurt vernünftig angepasst und wir möchten endlich anfangen zu nähen. Yay! Und halt! Bevor wir nähen, gibt es noch eine allerletzte Sache, die wir wirklich machen müssen. Wir haben keinen Unterfaden. Das heißt, damit wir einen Unterfaden auf unsere Spule bekommen, müssen wir erst einmal unser Aufspulelement richtig einbauen. Damit wir unsere Spule richtig vernünftig aufspulen, müssen wir diesen Fadenspanner auf die richtige Stelle bringen. Unsere Spule möchten wir hier aufspulen. Unseren Faden möchten wir von dieser hinteren Kapsel kommen lassen. Wir haben hier dieses, ich nenne es immer noch UFO, diesen kleinen Aufsatz, der uns diesen Stift hält. Das heißt, wir schieben diesen Stift in den Aufsatz mit Garn. Unser Faden wandert durch die Öse nach unten. Hier unten wandert er durch diese Öse von unserem jetzt noch super lockeren Aufspuler. Hier sind 2 Fadenspannungsscheiben, auch die kann ich ja noch drehen. So, hier haben wir 2 Spannungsscheiben, durch die ziehen wir unseren Faden. Und jetzt ist die Frage, wo ist die richtige Position für unseren Fadenspanner? Wir setzen das einmal ungefähr in der Mitte an. Unser Faden kommt von hinten und geht über die Spule. In der Betriebsanleitung steht, man soll den Faden gut anfeuchten und einmal um die Spule legen. Das ist nicht so meins. Ich ziehe das Ganze einmal durch diese Spulöffnung, dass ich so ein Stückchen Faden habe. Und das ist eher der Weg, mit dem ich gut klarkomme. Unsere Spule setzen wir auf unseren Stift. Ich habe jetzt hier dieses Fadenende über. Und jetzt möchten wir das ganze Element so ausrichten, dass der Faden hier auf unserer Spule hin und her läuft. Wir setzen das Ganze einmal fest. Dafür haben wir hier wir lösen, wir setzen fest, wir lösen, wir setzen fest, wir setzen fest. Und wir möchten jetzt, dass der Faden hin und her läuft. Er läuft zur einen Seite, wunderbar, läuft er auch zur anderen Seite. Nicht ganz. Wir ziehen das also etwas weiter rüber. Jetzt läuft er zu beiden Seiten. Unser Faden läuft wunderbar auf unserer Spule hin und her. Und bevor wir den Punkt verlieren, schrauben wir das Ganze einmal richtig fest. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir nähen. Endlich! Jetzt ist...
Hoppala. Jetzt ist es endlich soweit. Aber bevor wir anfangen, möchten wir noch einmal unsere Spule in unsere Kapsel setzen. Unser Faden läuft im Uhrzeigersinn. Wir setzen unsere Spule in die Kapsel. Unser Faden läuft einmal durch die kleine Nut entlang der Feder und wir hören einmal dieses kleine Klackgeräusch. Dann ist unser Faden richtig eingestellt. Damit die Fadenspannung stimmt, unsere Kapsel läuft ganz langsam von unserem gespannten Faden. Man muss schon so ein bisschen wippen. Dann haben wir die Fadenspannung richtig. Ist bei eurer Kapsel die Fadenspannung falsch, findet ihr hier die Schraube, um das Ganze zu regulieren. Und wir setzen unsere Spule einmal ein. Unsere Nase zeigt nach oben. Wir greifen den Griff. Der Faden wandert nach hinten. Wir greifen durch die Öffnung in unseren Kasten hinein. Und wir legen einmal unsere Feder ein. Hier ist irgendwo die kleine Nut. Da ist sie. Und wir schieben unsere Kapsel fest hinein. Es gibt so ein kleines Klackgeräusch. Ja. Wenn wir das haben, kümmern wir uns um den Oberfaden. Klappe zu. Ihr seht, ich habe immer noch den Faden auf der hinteren Stange und ich habe eine neue Spule eingesetzt. Diese Maschine spult den Faden auf, während wir nähen. Das ist eine feine Sache. Und das Ganze schauen wir uns gleich an, wenn wir den Oberfaden aufgespult haben. Wir setzen die Garnrolle auf unseren Stift, fahren durch die erste Öse, legen unseren Faden um die Vorspannung, kommen rechts herum um unsere Spannung, um unsere Fadenspannung. Wir lassen unseren Faden in die Feder einrasten und gehen einmal um diesen großen Hebel herum. Von hier möchten wir durch diese Öse, so, wir wandern nach oben durch die nächste Öse, wir wandern nach unten, durch die seitliche Öse, wir wandern tiefer durch diese kleine Spirale. Jetzt müssen wir durch die Nadel. Ich nehme meine Nadel noch mal eben ab. Wir haben ganz normale Flachkolbennadeln, aber unser Flachkolben zeigt nicht, wie wir das bei den heutigen Maschinen kennen, nach hinten, sondern unser Flachkolben, unsere flache Seite der Nadel zeigt nach rechts. Und so setzen wir unsere Nadel auch ein. Schrauben das Ganze fest. Und unser Faden wandert nun von der linken Seite zur Maschinenmitte, zur rechten Seite. Wir haben den Oberfaden, wir haben den Unterfaden und wir holen einmal unseren Unterfaden nach oben. Und jetzt kommt babbidi 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 bam. Trommelwirbel, der erste Versuch. Ich habe mehrere Lappen, mehrere Stoffreste schon einmal fertig gelegt. Wir senken den Fußheber ab, halten unseren Stoff fest, schlagen unser Schwungrad nach vorne. Gut, wir heben unseren Fuß. Wir denken daran, diese Maschine kann ihren Transporteur absetzen. Wir wollen nähen, also haben wir den Transporteur oben. Zweiter Versuch. Wir senken den Fuß ab, schlagen das Schwungrad an. Und sie näht, Entschuldigung.
Okay, ich wollte jetzt sagen, wir lassen die Nadel im Stoff. Das geht jetzt nicht mehr, ich habe zu weit genäht. Nadel im Stoff. Das ist das, achtet darauf, dass das nicht plötzlich zurückgeht, dann blockiert die Maschine. Das ist etwas, das mag sie nicht. Dann passiert sowas. Das mögen die nie. Und wir nehmen unser erstes Ergebnis einmal unter der Maschine hervor. Das ist wirklich das erste Ergebnis. Und schaut euch das an. Die Rückseite. Die Maschine ist klasse. Die Maschine ist einfach ganz wunderbar. Und während ihr näht, spult euch die Maschine schon den nächsten Unterfaden auf. Ihr braucht gar keine Rollen vorbereiten. Ihr müsst nicht vorher denken, wie viele Rollen brauche ich in etwa, sondern nehmt einfach beide Garnrollenhalter und lasst parallel während ihr näht, einfach eure Garnrolle aufspulen. Wir haben einen guten Vorwärtsstich und wir wollen quilten. Das heißt, wir bauen ein Sandwich auf. Wir holen das Stopffüßchen. Wenn wir mit der Maschine quilten, brauchen wir ein Stopffüßchen von einer Pfaff. Wir versenken den Transporteur. Ha. Schieben das Ganze einmal unter, senken den Fuß ab, holen den Unterfaden nach oben. Wo willst du hin, du Faden? Oh, was mache ich denn hier? Da ist er, der Unterfaden. Wir versenken die Nadel im Stoff. Trommelwirbel. Und los geht's. Ich bin nicht gut in Trommelwirbeln. Nähen. Los. Noch kein schönes Stichbild. Wir nehmen das mal ein bisschen besser in die Hand. Wir wollen ja auch kein Kunstwerk schaffen. Wir möchten sehen, ob die Maschine das macht. Also, ach so geht es ja gar nicht. Ich muss ja starten. Und die Maschine quiltet. Yay! Sie hat noch nicht das schöne Stichbild. Hier muss ich noch ein bisschen an der Fadenspannung arbeiten. Das, was absolut noch fehlt, ist, wir möchten uns noch um den Lack kümmern. Ich habe von euch ganz erschreckende Bilder gesehen und es tat mir sehr leid zu sehen, dass ihr solche Probleme mit euren Maschinen, mit dem Lack habt. Und ich habe versucht, ganz viel zu üben, damit wir da ein gutes Ergebnis gemeinsam erzielen können und auch eure Maschinen mit starken Lackschäden am Ende wieder sehr schön und gut aussehen. Darum geht es im nächsten Video. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!